Hallo zusammen, schön, dass ihr auch heute wieder dabei seid. Ihr habt bestimmt in dieses Video geklickt, weil ihr euer Deutsch verbessern möchtet, oder? Dann seid ihr hier genau richtig, denn wir lernen zusammen Deutsch und verbessern es. Und heute schauen wir uns die Da-Wörter an. Aber was sind diese Da-Wörter eigentlich? Das ist eigentlich ganz einfach. Ihr habt sie bestimmt alle schon einmal gesehen. Hier ein paar Beispiele. Die Schüler müssen viel für die Prüfung lernen. Sie lernen viel dafür. Wir lachen über den Witz. Wir lachen darüber. Die Kinder warten auf Weihnachten. Sie warten schon lange darauf. Ja? Und als letztes treffen wir uns vor dem Supermarkt. Ja, wir treffen uns davor. Ihr könnt hier sicherlich schon ein Muster erkennen, oder? Genau, die Da-Wörter, wir sagen auch Pronominaladverbien, aber dieses schwere Wort müsst ihr euch nicht merken. Ja? Also die Da-Wörter macht man immer mit einem Da und einer Präposition. Dabei muss die Präposition immer die gleiche sein wie in dem Satz davor. Ja? Hier ein paar Beispiele. Zum Beispiel für wird zu dafür. Genau. Und vor wird zu davor. Richtig. Und mit wird zu damit. Ja, sehr gut. Und so weiter und so weiter. Philipp, warum gibt es dann bei manchen ein R und bei manchen nicht? Das ist eine sehr gute Frage. Und zwar machen wir das, damit wir es besser aussprechen können. Ja, es gibt Präpositionen, die mit einem Konsonanten anfangen, wie zum Beispiel D, T, F, V und so weiter. Ja? Und es gibt andere Präpositionen, die mit einem Vokal anfangen, wie zum Beispiel A, U oder auch Umlaute wie Ü oder Ä. Ja? So, und um diese besser aussprechen zu können, sagen wir in der Mitte ein R. Also darüber statt da über oder darauf statt da auf. Ja, ihr merkt, man kann es besser sprechen. Ja, verstanden? Also, insgesamt gibt es in Deutsch ja über 30 verschiedene Präpositionen. Welche das sind und wie man diese verwendet, dazu habe ich schon mal ein Video gemacht. Den Link findet ihr in der Videobeschreibung. Schaut doch da auch noch einmal vorbei. So, und oft stehen die Verben mit einer Präposition zusammen. Ja, also wie zum Beispiel sich interessieren für oder sich vorbereiten auf oder auch suchen nach. Das sind feste Verbindungen, bei denen ihr immer diese Präposition verwenden müsst. Ja, und wenn wir jetzt das Nomen hinter der Präposition ersetzen möchten, dann müssen wir auch diese Präposition benutzen. Wir schauen uns ein Beispiel an. Zum Beispiel, ich suche nach meinem Schlüssel. Ja, und jetzt können wir sagen, ich suche schon eine halbe Stunde danach. Ja, wir sehen hier, die Präposition heißt nach.
Und aus nach wird dann danach, also nach dem Schlüssel. Das spart nicht nur Wörter, sondern klingt auch noch viel besser. Das geht aber nur mit Dingen. Ja, mit Personen oder mit Tieren können wir das nicht machen. Schauen wir uns ein Beispiel an. Wenn wir also sagen, ich gehe mit meinem Kollegen essen, dann können wir nicht sagen, ich gehe damit essen. Warum? Weil der Kollege ist ein Mensch, also keine Sache. Ja? Deswegen müssen wir hier sagen, ich gehe mit ihm essen. Ja? Also wir benutzen hier die Präposition mit dem Personalpronomen im richtigen Fall. Ein weiteres Beispiel. Wenn wir sagen, Jonas spielt mit seiner Katze, dann können wir nicht sagen, Jonas spielt damit. Die Katze ist ein Tier. Deswegen müssen wir sagen, Jonas spielt mit, richtig, mit ihr. Ja, denn die Katze ist weiblich. Und der Dativ von sie heißt ihr. Sehr gut. Außerdem kann man nicht aus allen Präpositionen ein Da-Wort machen. Ja, zum Beispiel Präpositionen wie außer, trotz, gegenüber oder ab. Diese Präpositionen können wir nicht als Da-Wort benutzen. Wir können also nicht sagen, da rause oder da gegenüber. Ja, das ist komplett falsch. Also ganz schnell weg damit. Manchmal können wir in einem Satz nicht genau sehen, welche Präposition wir verwenden müssen, weil es in dem Satz davor nämlich gar keine Präposition gibt. Hier ein Beispiel. In 2 Wochen beginnen die Ferien. Und jetzt sagen wir, die Schüler freuen sich. Welches Da-Wort benutzen wir hier? Habt ihr eine Ahnung? Genau, wir benutzen hier darauf. Warum? Weil sich freuen benutzen wir die Präposition auf. Sich freuen auf. Also die Schüler freuen sich auf die Ferien. So, und auf als Da-Wort wird zu darauf. Ja, also die Schüler freuen sich darauf. Wenn wir aber sagen, die Schüler sind traurig, dass die Ferien kommen, dann benutzen wir eine andere Präposition. In diesem Fall ist das dann über. Ja, sehr gut. Ja, also die Präposition über. Und das wird als Da-Wort zu darüber. Der Satz muss dann also heißen, die Schüler sind traurig darüber. Übrigens gibt es auch die sogenannten Wo-Wörter. Das sind Fragewörter, die nach den gleichen Regeln wie die Da-Wörter gemacht werden. Also nicht darauf oder darüber, sondern worauf und worüber. Dazu habe ich auch schon mal ein Video gemacht. Und den Link dazu, ja, zu dem Video, findet ihr in der Videobeschreibung. So, alles klar soweit? Dann kommen hier ein paar Übungen. Wenn ihr die Antwort wisst, dann schreibt sie unten in die Kommentare. Kathi wartet auf mein Paket. Kathi wartet
Sie sucht nach dem Schlüssel. Sie sucht. Okay, Nummer 3. Ich freue mich auf meine Freundin. Hier müsst ihr einen Satz schreiben. Interessierst du dich für alte Filme? Ja. Ich trinke jeden Tag 2 Tassen Kaffee. Bin ich nicht so müde? Endlich habe ich ein Geschenk für meine Freundin gefunden. Ich habe lange gesucht. So, wie gesagt, wenn ihr die Antworten wisst, dann schreibt sie hier unten in die Kommentare. Und die richtigen Antworten findet ihr dann am Ende von diesem Video. Für alle diejenigen, die noch etwas mehr mit mir zusammen lernen möchten und noch ein paar mehr Übungen machen möchten, für die habe ich noch ein zweites Video. Da gibt es 20 verschiedene kleine Dialoge und ihr sollt dort die Da-Wörter einsetzen. Wenn euch das interessiert, dann schaut doch direkt bei dem anderen Video auch noch nach. So, für heute war es das aber erstmal. Wenn euch das Video gefallen hat und wenn ihr mehr davon sehen möchtet, dann liken. Ja, und teilt das Video an eure Freunde, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, bleibt fleißig wie die Bienen. Ciao, ciao!